Ein großer schluckt einen kleinen. Hemro bzw. Mahlkönig, der große globale Mühlenhersteller mit deutschen bzw. Schweizer Wurzeln, übernimmt Xenia, ein kleines, feines deutsches Espressomaschinenunternehmen. Eine Handvoll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, tolle Maschinen, super spannende, innovative Impulse, die immer wieder aus dem Hause Xenia kamen. Und nun Teil ab sofort der Hemro-Gruppe. Das Ganze ist eine ganz frische Geschichte und ich möchte euch mit diesem Video meine Gedanken dazu mitteilen. Ein bisschen spekulieren, aber auch versuchen, das einzuordnen, so am Markt, was ich glaube, was das für Auswirkungen haben wird. Einerseits auf diese beiden Unternehmen, aber warum das durchaus auch zu sehen ist in einem größeren Spielfeld. Legen wir also los mit dem Video. Hemro bzw. Mahlkönig kauft Xenia. Ein kleiner wird von einem großen übernommen, ist jetzt nicht eine außergewöhnliche Geschichte, haben wir immer wieder in allen Branchen. Und doch für unsere kleine Kaffeebranche ist das schon was Besonderes und auch ein interessanter Fingerzeig. Bevor wir da reingehen, versuchen wir doch mal kurz nochmal eine Grundeinordnung. Also Holger hat sein Unternehmen verkauft, gehört jetzt zu 100% der Hemro-Gruppe. Mittlerweile ist auch der Hemro-Geschäftsführer schon eingetragen als Geschäftsführer der Xenia-Unternehmung. War, so schreibt Holger, auch sein Wunsch. Er ist in Zukunft vor allem verantwortlich für Entwicklung. Und das ist sicherlich etwas, was er sehr gut kann. Und damit gewinnt Mahlkönig natürlich einfach Kompetenz. Der Holger hat die letzten Jahre schon mit den Zweikreisern eine Supermaschine vorgelegt und jetzt mit der Dual-Boiler-Geschichte, mit beiden Dual-Boilern, natürlich auch richtig viel Interessantes entwickelt. Auch, und dazu kommen wir dann gleich noch, so schnittstellenmäßig, Bean Conqueror Anbindungen, Web-Schnittstelle und so weiter. Das ist aus verschiedenen Gründen interessant. Und ich wünsche dem Holger alles Gute. Ich finde es mutig, ich finde es eine coole Entscheidung. Ich gratuliere ihm auch zu der Entscheidung, zu dieser mutigen Entscheidung zu sagen, ich übergebe das jetzt, ich konzentriere mich auf was anderes. Ich finde es super, da gibt es jetzt andere, die machen für mich Werbung und so weiter und ich konzentriere mich auf Entwicklung, das kann ich gut, das will ich machen. Und der Holger, der heißt zwar Holger 30, ist aber auch nicht mehr 30, ich im Übrigen auch nicht, aber somit hat er für seine Marke, für sein Baby auch, glaube ich, ein dauerhaftes neues Zuhause gefunden in einem guten Unternehmen mit vielen guten Ansätzen und ja, gratuliere dazu. Was bedeutet es jetzt aber insgesamt? Lass uns ein bisschen das aufmachen. Lass uns das ein bisschen einordnen. Und dafür will ich ein bisschen zurückgehen und zwar so 2-3 Jahre World of Coffee. Da präsentierte Mahlkönig gemeinsam mit La Marzocco als Partner eine Schnittstelle, die das Synchronisieren von Mühle und Espressomaschine möglich machen sollte. Interessante Geschichte, ist jetzt nichts Neues. Mahlkönig selbst hat da schon vor 20 Jahren Schritte gemacht, damals mit Dalla Corte, aber das ist eine andere Geschichte, auf die wir vielleicht auch nochmal schauen sollten. Aber nun mit La Marzocco, nun heute nicht mehr eine serielle Schnittstelle, sondern nun heute alles übers Web, in der Cloud und so weiter. Und das wurde da präsentiert auf der Messe. Lief jetzt nicht so wahnsinnig gut. Aber ist eine andere Geschichte, läuft mittlerweile viel besser. Ist das neue große Ding bei Mahlkönig. Und das Stichwort ist GBS, also Grind by Sync. Und das werden wir nicht zum letzten Mal hören. Und bisher hören wir es aber vor allem im Kontext von Gastro-Espressomaschinen. Also La Marzocco Gastro, ne? War da der große Partner. Und das, was so wie ein Flirt sich anbahnte, ist dann doch ein bisschen stiller geworden. In der Zeit munkelte man auch eine gewisse Zeit, ob es da vielleicht möglicherweise, ihr wisst, La Marzocco gehört zum DeLonghi-Universum, ob da möglicherweise sich etwas anbahnt in Richtung Übernahme von Mahlkönig oder engere Zusammenarbeit, sagen wir es mal so, zwischen Mahlkönig, Hemro und der DeLonghi-Gruppe. Nun ist es erstaunlich still geworden und was ich da auffällig finde ist, immer lauter wurde es aber beim La Marzocco in dieser Zeit mit eigenen Mühlenentwicklung. Wir haben die Pico, wir haben die Swan, wir haben eigene Modelle von La Marzocco im Mühlenbereich, die plötzlich auftauchen. Wir haben einige davon getestet, könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt nochmal reinschauen. Also, La Marzocco wird plötzlich selbst zum Mühlenhersteller und ich frage mich natürlich, ob das vielleicht auch die Beziehung von Mahlkönig und La Marzocco
beeinflusst hat. Jedenfalls, das Thema ist, glaube ich, durch. La Marzocco macht Mühlen. La Marzocco wird nicht viel enger mit Mahlkönig zusammenarbeiten. Ich glaube, die bauen da selber Kompetenzen auf, so scheint es mir. Und ja, La Marzocco ist zu einem Mühlenunternehmen geworden. Früher hat man mit Etzinger zusammengearbeitet, dann gibt es da diese leichten Anbandelungen in Sachen Grind by Zinc, aber heute ist La Marzocco selbst ein Mühlenunternehmen und vereint damit Maschinen, Espressomaschinen und Mühlenbau miteinander. Alles unter einem Dach. So, und dann ist die Frage, was ist denn eigentlich, wo geht es eigentlich hin jetzt mit diesem Grind by Zinc, mit Mahlkönig vielleicht auch in Zukunft? Was sind da die nächsten Schritte? Sicherlich auf der Gastroebene wird man sicherlich noch einiges machen, wahrscheinlich auch mit vielen anderen und vielleicht bietet man da auch offene Schnittstellen an. Mal schauen, was da noch passiert, aber erstmal für den Heimbereich macht man jetzt einen interessanten Schritt und übernimmt Xenia. Und das ist eine Maschine, die natürlich schnittstellenmäßig erstmal sehr, sehr offen ist, die mit Bean Conqueror und der Anbindung da schon gezeigt hat, wir sind in der Lage, mit anderen Gerätschaften, seien es jetzt Wagen oder Apps oder einer Web-Schnittstelle, zu kommunizieren. Und ich glaube, dass gerade da auch viele Kompetenzen dann von Holger 30 liegen. So, und deswegen erstmal sehr smart von Mahlkönig zu sagen, schauen wir in diese Richtung. Und ich glaube, wir sollten den Kontext noch ein bisschen erweitern. Denn nun kommt bald noch ein weiterer Hersteller auf den Markt, der nun schon auch einige Jahre mit dem Thema forscht, Synchronisierung zwischen Espressomaschine und Espressomühle. Das ist Nunc. Die werden direkt mit einem eigenen Kosmos starten. Also die werden direkt diese Funktion, so sie denn dann auf den Markt kommen, anbieten. Synchronisierung zwischen Mühle und Espressomaschine. Und um das vielleicht für den einen oder anderen von euch nochmal genauer zu erklären, was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Espressomaschine der Mühle eigentlich ein Feedback gibt, wenn der Bezug nicht so ablief, wie das die Maschine erwartet hat. Dann gibt die Maschine der Mühle ein Feedback und sagt, hey, stell mich mal ein bisschen feiner, hey, stell mich mal ein bisschen gröber, damit der nächste Espresso wiederum auch gut läuft. So funktioniert das auf der Gastroebene auch und so sehen wir das eben zum Beispiel bei Dalla Corte auch schon seit vielen Jahren, die ursprünglich mit Mahlkönig auch eine Mühle entwickelt haben, die miteinander synchronisiert war und die das eben auch jetzt dann so schon lange integriert haben in ihrem Sortiment der Gastromaschinen. Nun aber Heimbereich, neues Fenster. Mal gucken, ob La Marzocco in die Richtung geht. Nunc geht auf jeden Fall in die Richtung und ich bin mir ziemlich sicher, dass auch Mahlkönig mit Xenia in die Richtung gehen wird. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr interessantes Feld. Warum? Dieses Zusammenspiel zwischen Mühle und Espressomaschine, also dem richtigen Mahlgrad und dann eben nachher dem Espressobezug, ist für viele Leute, die noch unerfahren sind mit einer Espressomaschine, erstmal ein ziemlich steiler Berg. Ich höre da immer wieder, dass da sehr viel Respekt besteht, bis man einmal gelernt hat, das vernünftig einzustellen und dann eben einen guten Espresso auch zu beziehen. Das ist so etwas, das macht erstmal Angst und sorgt dafür, dass vielleicht der ein oder andere, der Lust hat auf eine Siebträger-Espressomaschine, sagt, ich bleibe eher vielleicht bei meinem bisherigen System. Und dieses System ist oft ein Kaffeevollautomat. Der Kaffeevollautomatenmarkt ist 3,5 Mal so groß wie der Siebträger-Espressomaschinenmarkt im deutschsprachigen Raum. Es ist ein enormer, ein riesiger, ein großer Markt. Und deswegen ist er natürlich sehr interessant für alle Espressomaschinenhersteller. Denn wer möchte sich nicht ein Stückchen von dem größeren Kuchen abschneiden? Und vielleicht gibt es ja auch einen neuen entstehenden Übergangsmarkt, und davon bin ich eigentlich überzeugt. Ein Markt, der sagt, wir gehen ein bisschen auf den Vollautomaten zu. Wir synchronisieren eben die Espressomaschine mit der Mühle. Wir nehmen dir das ab und du musst eigentlich nur noch tempen und einspannen. Und bist dadurch näher am Brühprozess. Du kannst also dieses ganze Haptische, was der Siebträger eben auch hat, selber machen. Du kannst
das Mahlen übernehmen, du kannst das Tempen übernehmen, du kannst das Einspannen übernehmen, du siehst den Kaffee und du siehst dann eben, wie auch die schöne Extraktion stattfindet. Du bist viel näher dran am Zubereitungsprozess, als du das mit einem Kaffeevollautomaten jemals sein wirst. Und doch ist es genauso einfach. Du musst nur das Tempen machen und Tempen ist wirklich kein großes Hokuspokus. Das Verteilen des Kaffeemalguts ist vielleicht noch ein bisschen Hokuspokus, aber da gibt es mittlerweile auch einfache Lösungen. Also ich glaube, dass dieser Markt einer der interessantesten Märkte für die Siebträger-Espressomaschinenhersteller auf der einen Seite, aber auch für die Mühlenhersteller auf der anderen Seite ist. Und wenn man das natürlich jetzt in einem Haus anbieten kann, dann hat das absolut Potenzial. Und ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, die letzten Jahre waren Single-Dosing-Mühlen das große Ding. Echt viele Single-Dosing-Mühlen wurden verkauft und der Absatz von Mühlen mit oben Bohnenbehälter hat sich sehr stark reduziert. Grind by Weight wurde immer größer und in beiden Fällen war Mahlkönig nicht vorne mit dabei, sondern hat nur reagiert. In beiden Fällen hat Mahlkönig ein bisschen einen Trend verschlafen. Überhaupt haben sie ja lange das Heimsegment eigentlich verschlafen. Die Varia Home wurde zwar im Heimbereich benutzt, war aber bedienungstechnisch eigentlich eher eine Zumutung und keine super tolle Mühle für Espresso. Also würde ich mal so grob diagnostizieren. Und jetzt, glaube ich, sagt Mahlkönig, da müssen wir aber wach sein. Und wenn jetzt dann plötzlich Maschinen nur noch oder in Zukunft mehr mit Mühle direkt verkauft werden, dann wollen wir das nicht verpassen. Wir wollen diesen Zug nicht wieder verpassen. Und deswegen müssen wir gucken, mit wem wir zusammenarbeiten. Und wer bietet sich dann mehr an als ein Unternehmen, welches schon mit offenen Schnittstellen gearbeitet hat? Und wer bietet sich mehr an? Wer ist verfügbar oder welches Unternehmen ist verfügbar und welche Menschen in den Unternehmen haben auch Kompetenzen, um dann da eben Mahlkönig weiterzubringen? Und deshalb würde ich sagen, diese ganze Übernahme macht total Sinn, ist sehr clever, ich glaube sowohl von oder für Xenia als auch von und für Mahlkönig Hemro, mit Blick auf die Schritte, die wir vielleicht sehen werden in Zukunft auf dem Markt. Und noch ein kleiner Schlenker nochmal, ein Blick nach links und rechts. Ich behaupte, die Espressomaschinen von Sage Breville, von DeLonghi, aber von Gastrobrag auch und was es da sonst noch so im Kompaktmaschinenbereich gibt, das ist schon auch der Versuch, in ein ähnliches Segment oder in dieses Zwischen-Hybrid-Segment hineinzugehen. Und auch wenn bei vielen das dann so ist, dass da noch eine Espressomaschine ist und da eine Mühle ist und die Synchronisierung jetzt nicht im Moment etabliert ist bisher, so haben wir doch da starke Erleichterungselemente. So auch, dass wir zum Beispiel bei einer Sage Oracle Jet die Mühle verbunden haben mit einem Temper. Also wir sehen da tatsächlich aber auch das Mahlgut nicht, aber es wird direkt gemahlen und getempt und die richtige Menge wird ausgegeben und nachher kriegen wir als Feedback, wir haben zu viel oder zu wenig Kaffee verwendet, beziehungsweise wir kriegen als Feedback, dass wir feiner oder gröber mahlen sollen. Und auch eine Maschine, die unabhängig jetzt von der Mühle kommt, aber eine Mahrung geht auch ein bisschen in diese Richtung. Denn auch diese gibt uns ein Feedback und sagt, wir sollen die Mühle selber verstellen. Und ja, mal gucken, vielleicht sehen wir da ja auch noch eine Mühlenanbindung eines Tages. Aber ihr merkt oder ihr hört heraus, ich glaube, es entsteht da so ein neuer Hybridmarkt, weil Mühlen und Maschinen immer mehr gemeinsam gedacht werden. Einfach auch, um den Nutzerinnen und Nutzern die Anwendung und das Zubereiten eines guten Espressos zu erleichtern. In diesem Sinne würde ich also auch diesen Schritt, diese Übernahme interpretieren. Ich glaube, ein guter Schritt, ein interessanter Schritt. Es bleibt spannend, den Markt weiter zu beobachten. Mal schauen, was sich da noch tut, mal schauen, was da noch geht. Wir werden euch updaten mit unseren Gedanken zu den ganzen Themen, aber ich bin natürlich auch super neugierig. Wie seht ihr das Ganze? Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr das sehen, dass möglicherweise das eine Motivation war? Oder gibt es vielleicht noch ganz andere Gründe oder Gedanken dazu, die ich jetzt hier übersehen habe? Schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, ob ihr das auch möglicherweise in so eine Richtung interpretieren würdet. Vielleicht habe ich aber auch noch andere Maschinen verpasst oder übersehen, die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Dann fände ich interessant, wenn ihr das hier auch in die Kommentare schreibt. Ich drücke die Daumen, dass das alles so gelingt, sowohl Mahlkönig als auch natürlich dem Holger und Xenia. Ich wünsche euch eine total gute Zusammenarbeit, eine fruchtbare Zusammenarbeit und wir sind sehr gespannt auf das, was ihr da erarbeiten werdet, auf das noch mehr Leute zu Hause richtig guten Espresso trinken. So viel von mir für heute. Passt auf euch auf, trinkt guten Kaffee. Tschüss und bis bald.